Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden, der Gottes Wahrheit kennen möchte, ermutigen, für alles, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt, in Gottes Wort nachzuschauen. Wir setzen unsere Reihe fort, in der wir Dave Hunts Buch Seeking and Finding God vorstellen, in diesem ersten Abschnitt unseres Programms. Und wenn Ihnen der Inhalt des Buches interessant klingt, wird Gary Ihnen später in der Sendung sagen, wie Sie ein Exemplar bekommen können. Die These im ersten Teil von Seeking and Finding God lautet, das Leben geht nach dem Tod weiter. Und die gegensätzlichen Ansichten zu dieser These sind: erstens, es gibt nichts jenseits des Todes. Zweitens, was jenseits des Todes liegt, ist eine Umgebung bedingungsloser Annahme und einer höheren Evolution der Spezies. Und drittens, der Tod ist einfach eine der Bedingungen in einer fortlaufenden Reihe von Geburten, Tod und Wiedergeburten. Nun, wir haben die ersten beiden gegensätzlichen Ansichten in früheren Sendungen behandelt, also bringt uns das zur Reinkarnation, dem Glauben, dass ein Mensch, nachdem er oder sie stirbt, eine Reihe körperlicher Geburten durchläuft. Und Dave, dieser Glaube hat eine Reihe von Varianten, je nachdem, wer die Idee propagiert. Und wissen Sie, ich kann mich erinnern, dass ich vor meiner Nachfolge Jesu Christi dachte, die Idee hätte etwas für sich. Aber das war, ohne die Lehren wirklich zu studieren. Ich dachte einfach, hey, wenn ich es in diesem Leben irgendwie vermassle, dann bekomme ich vielleicht noch einen Versuch. Vielleicht kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Das klingt irgendwie hoffnungsvoll, aber was würdest du unserem Publikum sagen, was könnte daran falsch sein? Nun, Tom, natürlich glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dieses Programm heißt Search the Scriptures. Und die Schrift sagt sehr klar, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Was ist das? Hebräer 9,27. Oder irgendwo in der Gegend. Ich liege meistens ziemlich nah dran, so in der Nachbarschaft. Außerdem gibt es dafür keinerlei Beweise. Sind wir jetzt bei Reinkarnation, Tom? Ja. Nun, ich denke, wahrscheinlich im Buch. Aber wenn ich mit jemandem spreche, sage ich normalerweise, ich kann dir 3 schnelle Dinge über Reinkarnation sagen. Nummer 1, sie ist amoralisch. Nummer 2, sie ist sinnlos. Nummer 3, sie ist hoffnungslos. Warum sage ich, sie ist amoralisch? Weil, nun ja, wenn ich in diesem Leben ein Ehemann bin, der seine Frau schlägt, muss ich in meinem nächsten Leben als eine Ehefrau zurückkommen, die von ihrem Ehemann geschlagen wird. Aber das bedeutet, mein Ehemann in meinem nächsten Leben, der muss in seinem nächsten Leben zurückkommen, wissen Sie, als eine Ehefrau, die von ihrem Ehemann geschlagen wird. Also das ist das Gesetz des Karma, auf das du dich beziehst. Richtig. Nun, Karma als Ursache und Wirkung. Also, was immer du säst, das wirst du ernten. Die Bibel sagt, nun, das stimmt, was immer du säst, das wirst du ernten. Aber bei Gott gibt es Vergebung. Und du, was immer du säst, das wirst du ernten, weil Gott, der das beobachtet, dich richten wird. Du kannst es in der Hölle ernten. Du musst es hier in diesem Leben vielleicht nicht ernten. Und die Bibel macht das sehr deutlich. Warum geht es den Gottlosen gut? Manche Leute, wow, Hitler ging es lange Zeit gut, nicht wahr? Aber ihm geht es jetzt nicht gut. Und so ist es amoralisch, weil es, statt das Problem des Bösen zu lösen, das Böse fortsetzt, weil der Täter jedes Verbrechens zum Opfer desselben Verbrechens werden muss. Was bedeutet, es muss einen weiteren Täter geben. Ad infinitum, ad nauseam, es geht endlos weiter. Zweitens ist es sinnlos, weil ist dir aufgefallen, dass alles besser wird? Was ist der Sinn, immer wieder zurückzukommen? Du kannst mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten reden. Ich habe ein paar Zuhörer gefragt. Erinnert sich hier jemand an sein letztes Leben oder das davor? Nun, wenn du dich nicht an die Fehler erinnern kannst, die du in deinen früheren Leben gemacht hast, woher weißt du dann, dass du nicht wieder dieselben machst oder schlimmere? Wie hilft dir das, Fortschritte zu machen? Also ist es sinnlos, wenn du dir die Welt um dich herum ansiehst und sie scheint nicht besser zu werden. Das würde ich nicht denken. Okay, und dann schließlich
ist es hoffnungslos. Warum ist es hoffnungslos? Nun, es heißt das Rad der Reinkarnation. Wie willst du denn von einem Rad herunterkommen? Ich meine, du sitzt in einem Riesenrad, wie auch immer du es nennen willst. Es dreht sich einfach rundherum und rundherum und rundherum und rundherum. Und es gibt keinen Ausweg, außer durch Yoga. Und ich glaube, wir haben ein bisschen über Yoga gesprochen. Wir haben einige Sendungen darüber gemacht. Richtig. Also musst du Yoga praktizieren. Und das wird dir irgendwie helfen, dem Zeitempfinden und den Elementen zu entkommen und Moksha zu erreichen. Und dann bist du frei. Aber da gibt es auch viele Probleme, weil die ganze Idee von Moksha ist, oder Nirvana, oder wie auch immer, dass du dich jetzt an nichts mehr erinnern wirst. Weil Gottes Erkenntnis, Selbsterkenntnis, zu erkennen, dass ich Gott bin, und in Brahman aufzugehen, zu unterscheiden von Brahma, der einer der Trimurti ist, der niedrigeren Götter. Ich meine der Götter direkt darunter, zusammen mit Vishnu und Shiva. Selbsterkenntnis. Ich werde in der Position sein, in der es wirklich für mich wahr sein wird, was der Hindu sagt, dass du Atman bist, individuell. Die individuelle Seele ist identisch mit Brahman, der universellen Seele. Also ist jetzt mein ganzes Ziel, Gott zu werden, eins mit Gott zu werden, in ihn aufzugehen, wie der Buddhist sagen würde, wie ein Tropfen Wasser im Ozean. Aber warte mal, das ist es, worauf ich all die Jahre hingearbeitet habe, Selbsterkenntnis, zu erkennen, dass ich Gott bin. Wenn ich dann Gott geworden bin, weiß ich nicht einmal, dass ich Gott bin. Ich meine, ich wusste nicht, dass ich an den Punkt gekommen bin, Gott zu werden, weil ich weg bin und nichts von mir übrig ist, weil ich nur ein Tropfen Wasser bin. Dave, was erstaunlich ist, wie diese Ideen. Und es gibt verschiedene Formen des Hinduismus, verschiedene Sekten, verschiedene Formen des Buddhismus, Zen-Buddhismus, tantrischer Buddhismus, tibetischer Buddhismus und so weiter. Aber was für mich erstaunlich ist, wie diese Ideen, wenn man sie sich ansieht und wie du sie beschrieben hast. Es mag Variationen dessen geben, was du gesagt hast, innerhalb verschiedener Gruppen, buddhistischer Gruppen und hinduistischer Gruppen, aber im Grunde stimmen sie mit dem überein, was du gesagt hast. Das ist ein Problem und eine Sorge. Dave, ich weiß, es wird als Samsara bezeichnet, das Rad der Leiden, vor allem weil es hoffnungslos ist, richtig? Es ist hoffnungslos, weil das, was der Hindu, sieh mal, was wir hier in Amerika unter Reinkarnation bekommen, das ist nicht das, was sie dort drüben lehren. Genauso wenig wie das Yoga hier echtes Yoga ist. Also bekommst du so eine Art unechte Version davon. Obwohl es die Leute in das echte Zeug hineinführt, weil sie davon begeistert werden. Oh ja, das tut es ganz sicher. Aber der Hindu würde sagen, am Anfang waren die 3 Gunas, so nennen sie es, der Gottheit. Und sie benutzen diesen Begriff ganz allein in der Lehre, in perfektem Gleichgewicht. Und dann ist etwas passiert. Niemand weiß was, das ein Ungleichgewicht in der Gottheit verursachte. Und das begann die Manifestation, die Prakriti, deren Teil wir alle sind. Diese Illusion, diese Maya. Nun, wenn alles mit einem Ungleichgewicht in der Gottheit begann, dann ist es in dieses ganze Ding eingebaut. Leben und Tod und Wiedergeburt und Karma und all das. Das ist in das Universum eingebaut. Du wirst niemals entkommen, also ist es hoffnungslos. Obwohl es hoffnungslos ist, und du hast Gandhi schon früher zitiert, es ist eine Last, zu groß, um sie zu tragen, sagte er. Und doch haben wir Individuen, die aus dem Osten kommen. Der Dalai Lama wäre wahrscheinlich der gefeiertste. Und wenn er in die Stadt kommt, kommen buchstäblich Hunderttausende Menschen, um ihn zu sehen oder ihn zu hören. Nun, Dave, er wäre das beste Beispiel, das offensichtlichste Beispiel für Reinkarnation. Er wird der 14. Dalai Lama genannt, und er stammt aus einer Abfolge von Lamas. Übrigens bezeichnet er sich selbst als nur einen einfachen buddhistischen Mönch, aber er wird eure Heiligkeit, seine Heiligkeit genannt. Richtig, richtig. Er ist auch der Gottmensch, also weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber dennoch behauptet er,
vom 13. Dalai Lama reinkarniert zu sein. In Ordnung? Richtig. Nun, hier ist eine interessante Randnotiz. Erst letztes Jahr hat die chinesische Regierung die Reinkarnation verboten. Wie soll das funktionieren? Und sie haben die Kontrolle über Tibet. Richtig. Nun, es ist wie hier drüben, Tom. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat Polygamie verboten, aber wir haben immer noch einige mormonische Sekten, die sie praktizieren. Und eine davon war kürzlich in den Nachrichten. Tatsächlich, warum sollten sie es nicht? Denn Joseph Smith und Brigham Young haben beide gesagt, der einzige Weg, Gottheit zu erreichen. Und darum geht es hier auch. Klar. Dasselbe. Der einzige Weg, Gottheit zu erreichen, ist durch Polygamie. Nun hat die Regierung der Vereinigten Staaten es verboten. Aber sie kann die Schriften der mormonischen Kirche nicht ändern. Also haben sie ein echtes Problem. Aber jedenfalls, der Dalai Lama bekommt den Friedensnobelpreis. Wofür bekommt er den Friedensnobelpreis? Weil er Frieden verbreitet, indem er sie in dieses Kalachakra tibetische tantrische Yoga einweiht. Richtig. Er wird sie alle zu kleinen Bodhisattvas machen. Erleuchtete. Er sagt, ihr seid Götter, ihr seid alle kleine Götter, kleine Buddhas und so weiter. Dave, lass mich das ausführen, denn wie ich sagte, es ist überraschend, dass eine religiöse Figur aus dem Osten hier so großen Einfluss haben würde. Und ich denke, der Aufhänger ist, nun, er ist ein Mann des Friedens, er ist ein heiliger Mönch, okay? Und er ist ein Mann des Friedens, und den Leuten gefällt, was er zu sagen hat. Aber ich denke, man muss ein bisschen darüber hinausgehen und sehen, worum es bei ihm geht. Sehen, worum es bei diesem. Zum Beispiel, du hast die Kalachakra tantrische Einweihungszeremonie erwähnt. Sie heißt die Einweihungszeremonie für den Frieden. Nun, jeder ist für Frieden, aber lass mich nur ein paar Einblicke in diese Einweihung geben. Oh, übrigens, 1999 war er in Bloomington, Indiana, an der University of Indiana. Dort ist sie. Er hat 10.000 Menschen durch diese Zeremonie eingeweiht. Nun, dieser Frieden das sollte ihm einen großen Schub geben. Nun, natürlich. Genau. Aber lass mich nur ein paar Zitate geben. Das ist eine Beschreibung der Zeremonie. Der Dalai Lama bittet die lokalen Geister um Erlaubnis, ihr Zuhause zu benutzen. Normalerweise wollen die Geister zunächst nicht kooperieren, also führen die unterstützenden Mönche, um sie zu besänftigen, den Tanz der Erde auf, wobei sie symbolische Gesten mit Händen und Füßen machen. Die Gebete, Musik und der Tanz unterwerfen die störenden Geister. Nun, zentral für die Zeremonie ist die Erschaffung eines Mandala, eines Sandmandalas, sehr farbenfroh, etwa 7 Fuß im Durchmesser, in dem dies durch die Zeremonie zum Zuhause von 722 Gottheiten wird. Okay, im Grunde Götter und Göttinnen. Nun, nach dem Tanz, ich zitiere, erhält der Dalai Lama die Erlaubnis, mit der Zeremonie fortzufahren, von Tenma, dem Erdgeist, im Namen aller lokalen Geister. Das Mandala wird während der Zeremonie viele der Tausenden von Gottheiten beherbergen, die im tibetischen Buddhismus zu finden sind. Nun, gerade als wir die Sendung aufzeichneten, letztes Wochenende in Seattle, war der Dalai dort für eine Konferenz, und sie haben diese Einweihung durchgeführt. Nun hat die Stadt Seattle im Grunde Schulkindern freien Lauf gelassen, 10.000 Schulkindern, um daran teilzunehmen. Es wurde bezeichnet als Samen des Mitgefühls, um unseren Kindern durch diese Einweihungszeremonie Mitgefühl beizubringen. Nun, Tom, das ist fast jenseits des Begreifens. Aber es ist nicht nur Zufall, denn in dem Buch über Yoga lege ich es dar. Und ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, aber ich habe zufällig die Mimeographkopie einer Studie des Stanford Research Institute. Ich glaube, es hieß damals noch so, heute SRI. Sie trägt den Titel Changing Images of Man. Und es ist einfach die Quintessenz. Das sind Wissenschaftler. Und es geht nur darum, wie können wir westliches rationales Denken, den rational denkenden Menschen, in einen östlichen mystischen Psychiker für den Frieden verwandeln. Weil das die einzige Hoffnung ist.
Nun, LSD spielte dabei eine große Rolle und die CIA war beteiligt und Pharmafirmen und so weiter. Also gab es eine bewusste, auf 80 Universitätscampus wurde LSD eingeführt. Klar. Und das spielte dabei eine große Rolle, weil, siehst du, der Schlüssel ist ein veränderter Bewusstseinszustand. Wenn du unter Drogen kommst du in einen veränderten Zustand. Du hast die normale Verbindung zwischen dir und deinem Gehirn gelockert. Das erlaubt einem anderen Geist, sich dazwischen zu schieben, die Neuronen anzustoßen. Daher kommen die psychedelischen Farben und Abenteuer und so weiter. Und was bewirkt das? Nun, die Gurus, die erkennen, hey, diese Drogis dort drüben, die werden akzeptieren, was wir anbieten. Warum Amerika für dieses ganze Ding geöffnet wurde? Weil die Drogenkonsumenten nach Goa Beach gingen und sie folgten dort drüben den Gurus. Also ist es, ein erstaunlicher und bewusster Prozess, Tom. Nun, es funktioniert genau wie du gesagt hast, Dave. Es funktioniert über veränderte Bewusstseinszustände. Du erinnerst dich an Alan Watts. 1 Jahrzehnt lang war er ein episkopaler Priester. In Ordnung. Und er war derjenige, der die Strandgeneration anführte, sie in den Buddhismus brachte. In Ordnung. Zen-Buddhismus. Und dann experimentierte er zusammen mit Timothy Leary und anderen, weil sie durch Drogen dasselbe bekamen, was er philosophisch und so weiter bekam. Aber lass mich zum Dalai Lama und dieser Einweihungszeremonie zurückkommen. Siehst du, Dave, auf der einen Seite hast du, das ist so eine Art philosophisches, ideologisches Ding. Lasst uns nicht über Geister reden. Lasst uns nicht über diese Wesenheiten reden. Richtig. Aber gleichzeitig kommen diese Leute immer wieder darauf zurück. Natürlich. Diese tibetischen Buddhisten. Es gibt eine Website, die du googeln kannst. The Shadow of the Dalai Lama. Jeder, der das überprüfen will. Und das sind Leute, die besorgt sind über das, was der Dalai Lama präsentiert. Nicht aus christlicher Sicht, sondern einfach aus der Sicht der Widersprüche, die der Dalai Lama präsentiert, im Vergleich dazu, worum es bei dieser Einweihungszeremonie wirklich geht. Lass mich dir einige der Dinge geben, auf die sie von ihm antworten wollen. Nummer 1. Diese Einweihung, es ist wie bei der Freimaurerloge, du bewegst dich durch verschiedene Stufen nach oben. Sie verherrlicht den heiligen Krieg seitens des Buddhisten. Feindseligkeit gegenüber monotheistischen Religionen. Und sie nennen insbesondere den Islam. Okay, die Errichtung eines buddhistischen Weltkaisers und einer Theokratie. Mit anderen Worten, sie wollen übernehmen, nicht unähnlich. Lacht, nicht unähnlich dem Islam. Sie haben Rechte, die den sexuellen Missbrauch von Frauen als Energiequellen betreffen. Natürlich ist das tantrisches Yoga und Kannibalismus. Und Dave, du hast in diesem Programm erwähnt, einige Freunde, die die Mönche in Tibet besucht haben und diese Dinge bezeugt haben. Und hier ist die Quintessenz. Für jeden, der eingeweiht wird und in die geheimen Einweihungsriten aufsteigt, sagt der Dalai, dass sie zur Hölle verurteilt werden, wenn sie irgendwelche Geheimnisse verraten. Also, das ist in den Anfangsstufen das, was in Bloomington, Indiana, in Seattle, Washington, aber weltweit präsentiert wurde. Er hat Hunderttausende in diese Zeremonie eingeweiht. Und, bekommt er immer einen guten Empfang? Dave, besser könnte es nicht sein. Weißt du, du hast das Beispiel gegeben. Sobald du deine Sorge geäußert hast, erinnerst du dich, war es in Dallas oder eine Station in Texas, wo du gesprochen hast? Oh nein, das war in Australien, wo du gesprochen hast. Du wolltest über den Dalai Lama und einige dieser Dinge sprechen, und sie haben dich abgeschaltet. Nun, tatsächlich war es ein Interview von der wichtigsten Zeitung in der Hauptstadt von Neuseeland. Und sie wollten, dass ich den ganzen Dreck über Oral Roberts und Jim und Tammy Baker und so weiter ausbreite. Und dann sagte ich, nun, lasst mich euch von jemandem erzählen, der wirklich einen größeren Einfluss hat als das. Ich sagte, wir könnten auch über den Dalai Lama sprechen. Bingo, das hat alles sofort beendet. Mhm. Nun auf der anderen Seite, Dave, um dir die Popularität zu zeigen. Diese Konferenz, bei der der Hauptredner ist, hat auch Erzbischof Desmond Tutu, okay? Oh ja. Unglaublich. Ich meine,
Du könntest kaum einen Abtrünnigeren im Bereich des bekennenden Christentums finden. Seine Theologie, seine Überzeugungen sind einfach unglaublich. Nun, aber sie hatten auch Rob Bell und Doug Pagitt, zwei der Leiter innerhalb der Emerging Church Bewegung. Welche Rolle haben sie gespielt? Nun, sie haben über Frieden gesprochen. Wie wir in der Sendung durch unsere Reihe über The Emerging Church erwähnt haben, sind viele dieser Leiter Pluralisten. Sie glauben nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Sie denken, es gibt andere Wege zum Frieden. Viele dieser Emerging Churches würden Buddhisten und Hindus und Muslime einladen, um ihre Sicht auf Jesus zu bekommen. Um ihre Sicht, ihre Spiritualität zu bekommen, von der sie nicht glauben, dass sie ihren Überzeugungen widerspricht. Und das tut sie auch nicht, weil sie Pluralisten sind. Im Grunde glauben sie, dass alles geht. Tom, das ist es, was Jesus den breiten Weg nannte, der ins Verderben führt. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Er sagte, eng ist die Pforte, schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Aber breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und diese Leute sind auf dem breiten Weg. Aber siehst du, Dave, das verkauft sich nicht. Was du gerade gesagt hast, weil es als intolerant, engstirnig angesehen wird. Aber das sind die Worte Jesu. Richtig. Und rein logisch, Tom, wie wir es schon einige Male erwähnt haben. Intolerant? Willst du, dass die Polizei gegenüber Verbrechen intolerant ist? Würdest du Ärzte beschuldigen, gegenüber Krebs intolerant zu sein, wenn sie ihn diagnostizieren und sagen, hey, hier ist ein Weg, dieses Ding loszuwerden? Das ist intolerant. Wie kannst du so reden? Das ergibt in keinem Lebensbereich Sinn. Weißt du, du hast einen 350-Pfund-Linebacker. Und nicht nur tackelt er den Kerl, sondern dann prügelt er auch noch auf ihn ein und springt auf ihn. Und der Schiedsrichter kommt angerannt und will ihn aus dem Spiel werfen. Und dieser Linebacker sagt, was? Du bist intolerant. Es gibt gewisse Regeln. Ich weiß. Und diese Leute wollen keine Regeln. Und Tom, sie benutzen, nun ja, die albernsten Ideen, Rationalisierungen. Dave, was die Förderung davon betrifft, nicht nur der Dalai Lama, sondern Oprah Winfrey. Sie hat eine Reihe mit einem Guru gemacht, obwohl er Deutscher ist. Er ist nicht Inder. Sein Name ist Eckhart Tolle. Und das wiederum, alles worüber wir gesprochen haben, könnte sich auf ihn beziehen, nur auf eine philosophischere Weise. Es gibt nicht wirklich irgendwelche Regeln. Sünde ist einfach so etwas wie das Verfehlen dessen, was wir wirklich tun müssen. Es gibt eigentlich keine Errettung, außer in uns selbst. Und so weiter. Also, obwohl Oprah behauptet, sie sei Christin, hat sie nun ja, tatsächlich, ich meine seit Jahren und Jahren und Jahren, hat sie ein Christentum gefördert, das eher der Religious Science ähnelt. Also, aber es ist populär, weil du wirst dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Richtig. Alles, was dich von Jesus wegbringt, dem engstirnigen, dogmatischen Jesus. Und wenn ich es wagen darf, eine meiner Illustrationen zu geben. Ich habe sie wahrscheinlich schon oft gegeben. Aber hier ist der Pilot. Er kommt zur Landung herein. Und der Funkkontrollturm sagt, du bist eine halbe Meile südlich der Landebahn. Dreh so und so viele Grad nach Norden. Schnell. Und er funkt zurück, du engstirniger, dogmatischer Fundamentalist. Nein, es gibt nur eine Landebahn. Wenn er sie nicht trifft, ist es aus. Du kannst dir das nicht einfach ausdenken, wie ich oft sage. Du willst dir eine Religion ausdenken? Nur zu. Das bringt dich auf den breiten Weg, weil es viele dieser Religionen gibt. Das ist es, was sie sind. Du willst die Wahrheit wissen? Die Wahrheit wird dich frei machen. Du solltest sie von Jesus nehmen, der die Wahrheit ist, und von seinem Wort, das Wahrheit ist. Also Tom, es ist Rebellion. Es ist wie ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen. Nein, Mama, das mache ich nicht. Das will ich nicht machen. Warum kann ich nicht tun, was ich will? Das ist es, was wirklich die Welt ist. So nach dem Motto, na gut, gib mir den breiten Weg. Es ist wie bei den New Agern.
du hast sie gehört. Nun, ich bin spirituell, aber ich bin nicht religiös. Das heißt, ich will keine Regeln, okay? Binde mich nicht mit Lehre fest.